If you kneel with me, we'll start with a silent prayer. Wir fangen mit einem Gebet an. Amen. Amen. So it has been quite some hours now. Ein paar Stunden sind vergangen. So perhaps not everyone was watching Daniel's presentation earlier. Also so konnte vielleicht nicht jeder Daniels Präsentation anschauen. If you haven't, please do. Aber wenn du es noch nicht getan hast, so bitte schau sie dir an. His words cannot be substituted for mine. Seine Worte können durch meine nicht ersetzt werden. So I will not attempt it. Also werde ich es auch nicht versuchen. But I would encourage you to please watch. Aber ich würde wirklich ihn ermutigen, ihn anzuschauen. We were both inspired and encouraged by his testimony. Wir waren ja beide von ihm und seinem Zeugnis inspiriert und ermutigt. I have a feeling that everyone or most people will anticipate or have anticipated what I'm about to say. Ich denke, die meisten denken sich schon das, was ich jetzt wahrscheinlich bald sagen werde. We come to the reform line of the priests. Wenn wir zu der Reformlinie der Priester kommen, We understand it consists of 4 dispensations. dann verstehen wir, dass wir in dieser Linie 4 Dispensationen haben. Plowing, early rain, latter rain, harvest. Frühregen, also Pflügen, Frühregen, Spätregen, Ernte. 1989, 2001, 2014, 2019, 2021. 1989, 2001, 2014, 19, 21. Within every dispensation, there is an increase of knowledge and a formalization. In jeder Dispensation gibt es eine Formulierung der Botschaft. Got how to spread knowledge, spell knowledge. Entschuldigung, in jeder Dispensation kommt eine Zunahme der Erkenntnis. It's not a good start. When was our increase of knowledge? Wann war unsere Zunahme der Erkenntnis? It was an internal message combining with an external event. Es war eine interne Botschaft kombiniert mit einer externen Ereignis. The internal message was the Apis bull that began there. Hier, wo es anfängt, ist die interne Botschaft der Apis-Bulle. It's interesting that the Apis bull takes us back to paganism. Und es ist interessant, dass der Apis-Bulle uns zurück zum Heidentum bringt. Which is our subject for this camp meeting. Welches unser Thema für dieses Camp-Meeting ist. Connecting with an external event. Und wir verbinden das mit einem externen Ereignis. The death of George Floyd. Nämlich der Tod von George Floyd. Counter-revolution. Eine Gegenrevolution. What I suspect most people already know is we're in the formalization now. Und wie die meisten Leute es jetzt erwarten, befinden wir uns in der Formalisierung der Botschaft. This camp meeting marking the internal formalization of the message. Und diese
dieses Camp-Meeting markiert die interne Formulierung der Botschaft. So I wasn't going to mention that till tomorrow, but I think everyone already knows. Ich wollte das nicht unbedingt bis morgen erwähnen, aber ich glaube, mittlerweile weiß es schon jeder. The Taliban have taken over Afghanistan twice now. Die Taliban haben jetzt schon das zweite Mal Afghanistan eingenommen. Connects to the 1979 to 1989 Afghanistan War. Und das verbindet uns mit dem Krieg in Afghanistan von 79 bis 89. The Taliban began to form after 1989. Und die Taliban fingen an, nach 89 sich zu formen. When did they take Afghanistan? Und wann haben sie Afghanistan eingenommen? 1996. 1996. A short time ago, they took it for the second time. Und vor kurzem haben sie es jetzt zum zweiten Mal eingenommen. So at the beginning of our reform line, So am Anfang unserer Reformlinie, in the ploughing, in den Pflügen, at the formalization of the message, an der Formulierung der Botschaft, the Taliban took Afghanistan. haben die Taliban Afghanistan eingenommen. And the Taliban and their associates we can trace all the way from 1979 through our reform line. Und die Taliban und ihre, die um sich rumscharen, können wir von 1989 den ganzen Weg hinweg sehen. Through 2001, 2014, 2019 for sure. Und in 2001, 2014, 2019 können wir sie definitiv sehen. We come over to the harvest. Wir kommen dann zur Ernte. And they retook Afghanistan. Und jetzt sind wir bei der Ernte und sie nehmen Afghanistan wieder ein. They took it in a day. Und sie haben es in einem Tag eingenommen. What day did they take the capital? An welchem Tag haben sie das Kapitol bzw. die Hauptstadt eingenommen? And sat in the seat of the president. Und saßen in dem Sitz des Präsidenten. They entered and then took the capital on the 15th of August. Am 15. August haben sie die Hauptstadt eingenommen. What is the 15th of August a symbol of? Und was ist der 15. August ein Symbol von? Formalization of the message. Eine Formulierung der Botschaft. Take no joy in the progress of the Taliban. Ich habe keine Freunde daran, dass die Taliban immer weiter vorschreiten. Any more than the events on September 11, 2001. Sowie auch nicht die Ereignisse von 2001 im September. But we have to see the prophetic fit. Aber wir sollten sehen, wie es prophetisch passt. That God is showing us where we stand in history. Dass Gott uns zeigt, wo wir in der Geschichte stehen. Through an understanding of parables and reform lines. Durch ein Verständnis der Gleichnisse und Reformlinien. We've had the event for the increase of knowledge of the harvest. Wir haben dieses Ereignis für die Formulierung der Botschaft in der Ernte, which coincided with the opening up of a message. Welches parallel ist zu der Öffnung einer Botschaft. Through this time, we've also seen the rise of the Taliban as the US began to withdraw. Und wir sehen hier auch, wie die Taliban aufkommen, während die USA sich zurückziehen. And on the 15th of August, which symbolizes the Exeter Camp meeting, they took Kabul. Und am 15. August, welches Exeter der gleiche Tag ist, da tun sie Kabul einnehmen. So we recognize that we are in the formalization of the message. Also erkennen wir, dass wir in der Formulierung der Botschaft sind. As the disciples in the upper room started to understand the implications to the parables of Christ. So wie die Jünger die Gleichnisse von Jesu im Obergemach verstanden hatten. The implications of using parable methodology.
die Auswirkungen, was es bedeutet, Gleichnismethode zu benutzen, combined with correctly understanding history. kombiniert mit dem, dass man die Geschichte rechtmäßig versteht. We spent most of the last 14, 15 months Die letzten 14, 15 Monate haben wir weitgehend demonstrating that to understand Adventism, we have to understand the history of Protestantism. damit zu verstehen oder zu lehren, dass wenn wir den Adventismus verstehen wollen, müssen wir den Protestantismus verstehen. What we are recognizing now, Und was wir jetzt erkennen, if we want to understand ancient Israel, we have to understand the history of paganism. wenn wir das alte Israel verstehen wollen, dann müssen wir das Heidentum verstehen And the mindset of paganism. und die Einstellung, den Verstand des Heidentums. And misunderstanding the history is as destructive as using the wrong methodology. Und wenn man die Geschichte nicht richtig versteht, dann ist es so zerstörend wie eine falsche Methode. We need to understand ancient Israel, Wir müssen das alte Israel verstehen, because if we come to the subject of gay marriage, denn wenn wir zu dem Thema der gleichgeschlechtlichen Ehe kommen, no one's going to give you an Ellen White quote. They're going to give you a Bible verse. niemand wird dir ein White-Zitat geben. Sie werden dir einen Bibelvers vorlesen. So if we want to understand Adventism, we have to understand Protestantism. Also wenn wir den Adventismus verstehen wollen, müssen wir den Protestantismus verstehen. And if we're going to understand Genesis to Revelation, we have to understand paganism. Und wenn wir 1. Buch Mose bis zur Offenbarung verstehen wollen, dann müssen wir das Heidentum verstehen. So in the first presentation, we explained why gay and lesbian marriage is a subject we need to discuss. Also in der ersten Präsentation haben wir betrachtet, warum wir die Schwulen- und Lesben-Ehe betrachten müssen. In the second and third presentation, we showed how it is a key theme of our reform line at every important waymark. In der zweiten und dritten Präsentation haben wir gesehen, dass es an jeder unserer Schlüsselwegmarken ein Thema ist. At every waymark. An jeder Wegmarke. We understood 2014 again as the midpoint. Wir haben 2014 wieder verstanden, dass es als Mittelpunkt dargestellt wird. Everything turning on that year and the year before and the year after. Und alles dreht sich um das Jahr zuvor und danach. Where a lesbian couple and then a gay couple dismantled Doma. Wo erst ein lesbisches und dann ein schwules Pärchen Doma zerbröckeln lassen. Which set up the scene for a war with conservatism in 2016. Welches die Bühne dann legte oder vorgab, dass dieser Krieg mit der konservativen Gruppierung anfing. And we all know how that went. Im Jahr 2016, wir wussten, wie das alles dann ausgegangen ist. Then at the beginning of the fourth presentation, Am Anfang der vierten Präsentation we asked the question, is this significant? haben wir die Frage gestellt, ist das signifikant? In 6,000 years of history, are these external events significant? In den 6000 Jahren der Erdgeschichte sind diese Ereignisse wichtig. Is what the United States has done just return to some old Greek way of living? Ist das, was die Vereinigten Staaten gemacht haben, ist das einfach nur wieder zu einer griechischen Lebensweise zurückkehren? Is this, as many conservatives believe, just the immorality of pagan Rome? Ist das, wie so viele Konservative glauben, einfach nur die Inmoral des heidnischen Roms? Or is something quite different without precedent taking place? Oder passiert hier etwas komplett anderes? So we've gone back to that history.
Also sind wir zurück zu dieser Geschichte und dieser Zeit gegangen. We're focusing most of our attention on Greece. Wir fokussieren uns weitgehend auf Griechenland. We discussed the obstacles to understanding sexuality in pagan nations. Wir haben die Stolpersteine, um Sexualität im alten Griechenland zu verstehen, betrachtet. Only since about 1978 has the world externally been willing to discuss ancient sexuality. Nur so ungefähr seit 1798 fing die Welt an, die Sexualität in der Antike zu betrachten. The issue with how foreign languages can be translated to suit people's particular narrative. So wie andere Sprachen übersetzt werden, kann es Leuten nutzen mit ihren Vorurteilen, die sie haben. The issue that since 1978 to now, all of those people are approaching this history with a bias. Seit 1978, das Problem ist, dass die Leute jetzt mit einer gewissen vorgelegten Meinung hier an das Thema rangehen. The fact that pretty much all of that ancient history is written by a man from a male perspective. Und diese ganze alte Geschichte ist weitgehend von einer männlichen Perspektive beschrieben worden. The fact that these ancient societies might not have been diverse as our own, but still had diversity of opinions. Diese alte Gesellschaft mag vielleicht nicht so divers gewesen sein, aber trotzdem hatten sie eine Form der Diversität damals schon. And the fact that it took us about a year to go through 200 years of Protestant history. Und einfach nur, dass es uns ein Jahr gebrauchte, um durch die Geschichte des Protestantismus hindurchzugehen. And we're meant to go through a couple thousand years of pagan history and 4 presentations. Und dann sollen wir durch mehrere tausend Jahre heidnischer Geschichte in ein paar Präsentationen durchgehen. But the lesson that I particularly want us to take from it is not really a complex one. Die Lektion oder die Lehre, die ich möchte, die wir hier mitnehmen, ist nicht sehr komplex. Because there are differences between Egypt, Greece and Rome. Denn da gibt es Unterschiede zwischen Ägypten, Griechenland und Rom. But there's really one common way of thinking that encompasses all of them. Aber da gibt es so wirklich eigentlich wie ein roter Faden, der durch alle hindurchgeht. Looking at Greece, Wenn wir Griechenland betrachten, we had to recognize that they think differently than we do. dann mussten wir erkennen, dass sie unterschiedlich denken, wie wir es tun. Now, when we discuss modern relationships, Wenn wir moderne Beziehungen betrachten oder besprechen, it's thankfully easy to do that without focusing on sex. dann ist es einfach dankbarerweise, dass wir nicht unbedingt uns auf Sex konzentrieren müssen. But because of the way that they viewed marriage and sex back then, it's impossible to go back without discussing it in detail. Aber so in der Art und Weise, wie sie damals die Ehe und den Sex betrachteten, ist es schwierig, jetzt diese Dinge zu betrachten, ohne darüber ins Detail zu reden. This also applies to ancient Israel. Und das wirkt sich auch auf das alte Israel aus. If you're getting married in a traditional ceremony back in the history of ancient Israel, Wenn man in der Geschichte des alten Israels traditionell verheiratet wird, the husband and wife would go through the ceremony. und der Ehemann und die Frau gehen durch die Zeremonie And then they would go to a set-up room and consummate their marriage, have sex. und dann gehen sie zu einem Raum, um die Ehe zu vollziehen, also sie haben Sex.
And all their family and friends would hang around the room excited, knowing what was happening on the other side of the wall. Und die ganze Familie und Freunde, die werden da und würden sich alle freuen, weil sie wissen, was auf der anderen Seite der Wand passiert. We would be horrified if that happened to us today. Wir fänden das heute ganz schrecklich, wenn das mit uns passieren würde. But they weren't really married until this whole ceremony, including the night, had taken place. Aber sie waren damals nicht wirklich verheiratet, bis diese ganze Zeremonie an diesem Abend und alles stattgefunden hat. One of the issues with even the word homosexuality today Eins der Probleme mit sogar dem Wort Homosexualität selber heute is that there's still this idea that it's all about sex. ist immer noch diese Idee, dass es nur sich um Sex dreht. And it's really not. Und dem ist es nicht wirklich so. When you see an elderly husband and wife that have loved each other for 50 years, Wenn man eine ältere Frau und Mann sieht, die sich seit 50 Jahren lieben, their bond is not based in some type of sexual relationship. ihr Band ist nicht einfach nur eine sexuelle Beziehung. It's something I'm not sure if humanity is in a place to even fully explain or express. Es ist etwas, wo ich nicht glaube, dass die Menschheit unbedingt es völlig verstehen und auch behandeln oder besprechen kann. What happens between two people? Um zu erklären, was zwischen zwei Leuten passiert. On what is, I don't know how to say it except to say a spiritual level. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber es ist irgendwie auf so einer geistlichen Ebene. By the time John Arthur his health started to fail, Als John Arthur seine Gesundheit anfing, schlechter zu werden, you know that after 40 years when Theospire's health started to fail, und auch wenn nach 40 Jahren Aspires Gesundheit anfing, nicht mehr zu funktionieren, that relationship is not sex-based. Dann weiß man, dass diese Beziehung nicht basierend auf nur Sex ist. Jim Obergefell will not have another partner or husband Jim Obergefell wird keinen weiteren Partner oder Ehemann haben, because he still goes to bed every night and wants to tell John Arthur about his day. denn er geht abends zu Bett und will immer noch John Arthur über seinen Tag erzählen. It's not a bond that is sex-based. Es ist kein Band, das nur basiert auf Sex. Neither is the attraction. Und weder ist es auch die Attraktion, die Anziehung. When a man and a woman are attracted to one another, Wenn ein Mann und eine Frau sich einander angezogen fühlen, we know when that is done right, it is not purely physical. wir wissen, wenn das rechtmäßig getan wird, dann ist das nicht nur körperlich. There is a deeper bond that cannot be fully explained. Da gibt es ein tieferes Band, das nicht unbedingt erklärt werden kann. Not suggesting it doesn't take work. Und ich sage nicht unbedingt, dass es nicht hier auch arbeitet. There was a gang of women going around at one point in time. Da gab es ein Spiel bei Frauen zu einer gewissen Zeit. They would attack a man. Sie würden einen Mann attackieren. I think their motivation was stealing sperm. I don't really understand why. Ich glaube, ihre Motivation war, um Sperma zu klauen, aber ich weiß nicht genau, warum ihre Motivation dazu war. But they would forcefully masturbate him. Aber sie hatten ihn dazu gezwungen, zu masturbieren. Now, he's just been kidnapped. Does he want to have an erection and masturbate?
Also er wurde gerade hier ja, gestohlen sozusagen. Will er wirklich masturbieren hier? No. Nein, natürlich nicht. But for a lot of people, just with touch, it's not possible to remain in full control. Aber wie mit vielen Leuten, wenn man angefasst wird, da kann man die Kontrolle schwer behalten. That doesn't mean there's that level of emotion or connection between the participants. Aber das bedeutet nicht, dass wenn man das tut, dass es da nicht eine Emotion gibt zwischen denen, die da teilhaben. So when you see these examples in Greek society, Also wenn man diese Beispiele in der griechischen Gesellschaft sieht, they thought so differently to us. sie haben so anders mit uns gedacht, In how they gendered the act. so anders darüber gedacht, wie wir es denken über diesen Akt. That doesn't compare it to homosexuality today. Und das ist nicht gleich der Homosexualität, wie sie heute ist. Their society, their culture viewed relationships and sex differently. Deren Gesellschaft und ihre Kultur hat Sex anders betrachtet wie heute. I want to read now from Ruth Mazo Carras. Ich möchte jetzt von Ruth Mather Koras lesen. She's a professor of history at the University of Minnesota. Sie ist eine Professorin an der Universität von Minnesota. The author of a number of books focusing on issues of gender and sexuality. Und sie hat mehrere Bücher geschrieben, die sich über die Sexualität und, ja, und Geschichte betrachtet. She normally focuses on medieval Europe, but here she's gone back into particularly Greece. Sie fokussiert sich oft auf Europa, aber hier geht sie in das alte Griechenland, taucht sie ein. This is titled Active Passive Acts, Passions, Greek and Roman Sexualities. Dieses Buch heißt ja Aktiv, Passiv, Handlung, Leidenschaft, griechische und römische Sexualitäten. Published by Oxford University Press. Und das wurde publiziert von der Oxford University Press. The translators, this is on page 3. We'll start reading from page 3. You don't need to translate that. I'll just paraphrase part of it and then we'll read some. Ich werde einiges hier in meinen Worten wiedergeben und dann werden wir etwas auch lesen. She begins by explaining how this topic opened up externally in 1978. Sie fängt an und erklärt, wie 1978 dieses Thema extern sich öffnet. And what a difficult topic it has been. Und was für ein schwieriges Thema es bis jetzt gewesen war. People forming whole theories based upon the interpretation of a couple of words. Leute formen komplette Theorien über einfach nur ein paar Sätze oder Worte. And fight for those theories vehemently. Und kämpfen vehement für diese Theorien. She says in the last sentence of the first paragraph, the reasons are not far to seek. Scholars' approaches to issues of gender and sexuality often have real-world political antecedents or ramifications, which they see no reason to hide. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die Herangehensweise von Wissenschaftlern an Fragen von Geschlecht und Sexualität hat oft realpolitische Vorläufe und Verzweigungen, die sie nicht zu verbergen brauchen. But she says almost everyone agrees on two things. Sie sagt aber, dass weitgehend alle auf zwei Dingen übereinstimmen, mit zwei Dingen. The first is that these ancient societies viewed sexuality differently to us. Das eine ist, dass fast alle, die anerkennen, dass die alten Zeiten oder die antike Sexualität anders betrachtet wie wir heute. The second thing practically everyone agrees on.
Und diese zweite Sache, wo jeder mit übereinstimmt oder fast jeder, is their view of the active and the passive. ist ihre Ansicht über das Aktive und das Passive. Last sentence of second paragraph. That the ancient world, both Greek and Roman, categorized sexual behaviors or identities not by the gender of the participants, but by the sexual role each played. Dass die antike, sowohl die griechische als auch die römische sexuelle Verhaltensweise oder Identität nicht nach dem Geschlecht der Beteiligten, sondern nach der jeweiligen sexuellen Rolle kategorisierte. We'll skip the next paragraph and go to the one after. Both moderate and strong social constructionists have tended to agree that gender roles, masculine or feminine, active or passive, were more important than object choice in the ancient world. Sowohl gemäßigte als auch starke Sozialkonstrukteure sind sich daran einig, dass die Geschlechterrollen männlich oder weiblich, aktiv oder passiv in der Antike wichtiger waren als die Objektwahl. Key to the distinction of gender roles was the concept that men are active and women are passive, or that men are penetrators and women are penetrated. Thus, anyone who is penetrated or is in other ways passive, not just penetration, passive itself, is gendered feminine, and anyone who penetrates is masculine. Der Schlüssel zur Unterscheidung der Geschlechterrollen war das Konzept, dass Männer aktiv und Frauen passiv sind und dass Männer Penetratoren und Frauen Penetratoren sind. Wer also penetriert wird oder auf andere Weise passiv ist, gilt als weiblich, wer penetriert als männlich. For the Romans, to penetrate other men could be a sign of masculinity. Women who penetrate and men who are penetrated are seen not primarily as sexual deviants, but as gender transgressors. Für die Römer konnte das Eindringen in andere Männer ein Zeichen von Männlichkeit sein. Frauen, die penetrieren und Männer, die penetriert werden, werden nicht in erster Linie als sexuelle Abweichler, sondern als Geschlechtsübertreter angesehen. And if when you gender transgress you become this, that's not a good thing. Und wenn man diese Geschlechterrollen übertritt, dann wirst du das und das ist keine gute Sache. When a man did, they had names for him. Wenn ein Mann das tat, dann hatten sie einen Namen für ihn. This was an area where people form passionate theories on the definition of two words. Und das ist jetzt, wo Leute sehr eifrige Theorien bilden über diese zwei Worte. I believe these are two versions because it existed for both Greeks and Romans. Ich glaube, es gibt zwei Versionen, weil ich glaube, es existierte für die Römer, aber auch für die Griechen. Kineidos or Sinaidos. Kninados und Sinados. It's a really derogatory term, an awful term if you lived back then. Es war ein schrecklicher Begriff, wenn man damals lebte. There is evidence that they weren't just kept for men who slept submissively with other men. Es gibt Beweise, dass dieser Begriff nicht nur für Männer galt, die mit anderen Männern schläft. But if they seemed anyway effeminate, aber wenn sie irgendwie weiblich herüberkamen, or even immoral with women, oder sogar immoralisch mit Frauen waren, with their definition of immorality, which is not ours, mit ihrer Definition der Immoralität, welches ja nicht unsere Definition ist. But there is evidence that these could also be translated today in some contexts. Aber da gibt es auch Dinge, die man auch in gewissen Kontext in unsere Zeit übersetzen kann. With a 6-letter F word that has been used against homosexuals. Mit einem Aufwand, um gegen Homosexuelle anzugehen. So their view of two men in a relationship as equals was not good. Also ihre Ansicht, dass wenn zwei Männer gleichberechtigt in einer Beziehung waren, das war für sie damals nicht gut.
Next paragraph. This way Nächster of Part. understanding sex as something someone does to someone else seems fairly common in ancient Mediterranean culture, although is a long way from modern understandings of homosexuality as related to the gender of object choice, not the gender of act performed. The idea that it is only the passive man or active woman who is perverted, not the man who penetrates another man or the woman who is penetrated by another woman, certainly survived well into this century. Dieses Verständnis von Sex als etwas, das jemand mit einem anderen macht, scheint in der antiken mediterranen Kultur weit verbreitet gewesen zu sein. Die Vorstellung, dass nur der passive Mann oder die aktive Frau pervers ist, nicht aber der Mann, der in einen anderen Mann eindringt oder die Frau, die von einer anderen Frau penetriert wird, hat sicherlich bis weit in dieses Jahrhundert hinein überlebt. So what she is saying is that there are remnants to this type of thinking in society today. Also was sie sagt, ist, dass es heute so gewisse, dass das immer noch existiert in der Gesellschaft. And she connects that to the idea held among the North American public that gay men are effeminate and lesbians are masculine. Und man sieht das vor allem in der nordamerikanischen Öffentlichkeit, dass Männer, die verweiblich sind, dass die nicht richtig sind. Much of that is not true. It's formed through a social construct. Viel davon ist nicht richtig, das kommt einfach von der Struktur der Gesellschaft. There's a really good YouTube video Da gibt es ein gutes YouTube-Video, where they take these two men, wo sie diese zwei Männer nehmen. they're interviewed, you see them interact in daily life. Sie werden interviewt, man sieht, wie ihr ganzer Tag abläuft. And then it asks which one is gay, which one is heterosexual. Und dann wird gefragt, welcher ist schwul und welcher ist heterosexuell. So one was homosexual, one was heterosexual. Also einer war homosexuell, der andere heterosexuell. I'm avoiding using the terms gay and straight because I view that as, I don't think that's a nice way to put it. I'll say homosexual, heterosexual. Ich möchte nicht die Begriffe gay und straight benutzen, weil ich denke, es ist nicht so eine schöne Art. Ich nehme homosexuell und heterosexuell. And what they were doing is showing the one that had this high-pitched voice. Und was sie zeigen, ist, dass dieser eine, der diese hohe Stimme hatte, who seemed more effeminate, was actually the one who was heterosexual. und der so ein bisschen weiblicher war, war eigentlich der homosexuell war. He was married with children. Er war verheiratet und hatte Kinder. And it was the other man with the deep voice and the muscles. He was homosexual. Und es war der andere Mann, der die tiefe Stimme hatte und die Muskeln, der war homosexuell. And they explained how this idea that gay men are effeminate and lesbians are masculine is a social construct, at least to a degree. Und sie erklären, wie bis zu einem gewissen Grad dieses Weiblichsein von Homosexualität und all diese Probleme eigentlich ein soziales Konstrukt ist. I'm not suggesting people aren't being themselves, but there's a social construct and a discriminatory idea behind that view. Also ich möchte nicht sagen, dass Leute nicht sich selbst sind, aber ich möchte vorschlagen, dass es hier durch dieses Konstrukt eine ziemlich diskriminierende Ansicht eigentlich ist. And she's linking that back to most of Earth's history when gender was seen in the act, not in the person themselves. Und sie verlinkt das jetzt mit dem, dass fast die ganze Weltgeschichte, dass die Geschlechterrollen nicht im Sex, sondern in dem Akt selber gesehen wurden. Next paragraph. Nächster Paragraph. The fact that there is more than one way of understanding homosexual behavior in contemporary culture should remind us that the ancients did not have a unitary view of it either.
Attitudes varied from archaic to classical Greece to Rome and varied too within a given polis. Die Tatsache, dass es in der zeitgenössischen Kultur mehr als einen Weg gibt, homosexuelles Verhalten zu verstehen, sollte uns daran erinnern, dass auch die Antike keine einheitliche Sichtweise hatte. Die Einstellungen variieren vom Archaischen über das klassische Griechenland bis hin zu Rom, und sie variieren auch innerhalb einer bestimmten Polis. But as I said at the beginning, there's always variations, but we're discussing what was legally tolerated. Wie ich am Anfang gesagt habe, es gab immer unterschiedliche Variationen, aber wir betrachten, was legal toleriert wurde. I don't really care about what one of their gods did. Mich interessiert es nicht, was eines ihrer Götter getan hatte. In general, if John Arthur was gay in the 1950s, he lost his job. In den 1950, wenn John Arthur schwul war, dann hat er seinen Job verloren. When he committed to a relationship with someone who was of the same gender. Wenn er sich auf eine Beziehung mit jemandem seines gleichen Geschlechts eingelassen hat. How would that have been tolerated in ancient Greece? Wie hätte das im alten Griechenland akzeptiert werden würden? We've discussed what same-sex relations they did have. Wir haben darüber gesprochen, was für eine Art von gleichgeschlechtlichen Beziehungen sie hatten. Through the practice of pederasty. Durch die Praktik der Kinderliebe. So when you're a 13-year-old male, you'll be courted by a much older man. Also wenn du ein 13-jähriger Junge bist, dann wirst du sozusagen gecourtet von einem älteren Mann. He is primarily your teacher. Und er ist primär dein Lehrer. When you reach adulthood, height, beard, the relationship must end. Und wenn du dann erwachsen wirst, dein Bart hast und die Größe, dann wird die Beziehung beendet. Any type of sexual relationship for sure cut there. Und jegliche sexuelle Beziehung wird da gestoppt. You have to go find a young boy. Dann musst du selber einen jungen Mann finden. And then about 30, you have to marry a woman. Und dann, wenn du ungefähr 30 bist, musst du eine Frau heiraten. And at the end of that paragraph, she shows how two historians have discussed this. Und am Ende dieses Paragraphen sagt sie, wie zwei Historiker genau das hier erklärt haben oder besprochen haben. And said that even though this was popular among the elites, that among the mass of the Athenian people, the mass of the lower class people condemned both active and passive partners. Und dass gleichgeschlechtliche Beziehungen bei den Eliten weitaus akzeptabel war als bei der Masse der Athener Bevölkerung und das Letztere sowohl den aktiven als auch den passiven Partner verurteilte. So for much of the lower classes, it didn't even matter if you were the active male. Also für die untere Bevölkerungsschicht, wenn du der aktive männliche Teil warst, there was an abundance of social stigma. Gab es sehr viel soziales Stigma. And you see this debate of tolerate it or see it as an abomination just in the writings of Plato. Und man sieht diese Diskussion über, ob etwas toleriert wurde oder als Abfall betrachtet wurde, sieht man in den Schriften von Toledo. Going on, reading on. The mainstream of majority view of a given culture, whether that of today or antiquity, is created in large part by a dominant masculine discourse. Der Mainstream der Mehrheitsmeinung einer bestimmten Kultur, sei es die von heute oder die der Antike, wird zu einem großen Teil durch einen dominanten männlichen Diskurs geschaffen. Yet the Knados, this slur, clearly was understood as someone who enjoyed being anally penetrated, whether or not this was the core of his identity. Even if it were the immoderacy of his desire, rather than his passive role that was important, he was still fundamentally a gender transgressor, feminine in that immoderacy. The Knados comes in for far more censure,
than a man with an immoderate desire to penetrate, although the latter also can meet with disapproval. Dennoch wurde der Kinados eindeutig als jemand verstanden, der es genoss, anal penetriert zu werden, ob dies nun der Kern seiner Identität war oder nicht. Selbst wenn die Unmäßigkeit seines Begehrens und seine passive Rolle von Bedeutung war, so war er doch im Grunde ein geschlechtlicher Übertreter, der in dieser Unmäßigkeit weiblich war. Der Kinados wird weitaus stärker getadelt als ein Mann mit einem unmäßigen Verlangen nach Penetration, obwohl auch letzteres auf Missbildungen stoßen kann. So how did a general society treat the people of today who would have wanted to be a Theospire or a John Arthur? Also hatte damals oder würde die Gesellschaft jemanden behandeln, so wie heute wir sehen wie diesen John Arthur oder seinen Partner? Because you go back into these cultures, into ancient civilizations, and sex was everywhere. Wenn man zurückgeht zu diesen Kulturen, diesen antiken Gesellschaften, da war der Sex überall. But what's the issue? Aber was ist hier das Problem? Every single time, Jedes Mal it must work off this construct. muss es von diesem Konstrukt gehen. Male, Nämlich der Mann. now put female in brackets. Und ich mache jetzt das Weibliche hier in Anführungsstrichen. Because it's not that she's a woman. Denn es ist nicht einfach nur, dass sie eine Frau ist. This might be a man. Das könnte auch ein Mann sein. Frankly, it might be an animal. Es könnte auch ein Tier sein. Just as long as it's not. Solange es nicht. To be honest, the god they worship, masculinity. Das ist den Gott, den sie anbeten, die Männlichkeit. So why could underage people by today's standard be penetrated or play the submissive role? Also warum konnten Minderjährige zu heutigem Standard damals diese unterwürfige Rolle spielen? 2 reasons. Aus 2 Gründen. One, they were often not penetrated. Erster Grund, oft wurden sie nicht penetriert. They would do other things, sex between the thighs or masturbation. Sie würden andere Dinge tun, wie zum Beispiel Geschlecht zwischen den Beinen oder Masturbation. But the key point is the age. Aber der Schlüsselpunkt ist das Alter. And what does Aristotle say about the young? Und was sagt Aristoteles über die Jungen? Young comes under the title female. Jung kommt unter den Titel weiblich. Formed, deformed. Geformt, deformiert. Not fully formed. Also nicht voll geformt. Still has development to do. Da muss es sich noch etwas entwickeln. Superior, inferior. Über superior, inferior. Ruler, ruled, leader, led. Also Herrscher, beherrscht. Leiter, geleitet. And he says older, young. Und älter und jung. There's a reason that he connects the female with young. Da gibt es einen Grund, warum das Weibliche mit dem Jungen assoziiert wird. And that's the only reason that they tolerated those same-sex relationships. Und das ist der einzigste Grund, warum sie diese gleichgeschlechtlichen Beziehungen toleriert hatten. Because up until he had a little stubble on his chin, he is female. Denn hin bis zu diesem Punkt, wo er so Bartstoppeln hat, ist er eigentlich weiblich. And as soon as he becomes male then, Und sobald er dann männlich wird, you do not want to be associated with female. dann möchtest du nichts mehr mit der Weiblichkeit zu tun haben, also dass du damit verbunden wirst. Which means, as people say today, be a man. Wie Man Leute heute sagen, sei ein Mann oder steht ein Mann.
She discusses Rome for a moment. This were used by Greece. Sie bespricht dann Rom für einen Moment. Hier, das war Griechenland. The slur used by Rome. Hier das Wort, das die Griechen benutzen, das Wort, die Römer benutzen. She says most of what survives about this word is the vilification, which shows us how intensely at least one segment of Roman society equated masculinity with penetrative sexual behavior. Sie sagt, das meiste, was über die Senate überliefert ist, ist die Verglimpfung, die uns zeigt, wie intensiv zumindest ein Teil der römischen Gesellschaft Männlichkeit mit penetranten Sexualverhalten gleichsetzte. Then she touches on women. Dann tut sie kurz Frauen behandeln. She quotes just one moment. Einen Moment kurz, bitte. Second century AD historian. Also ein Historiker aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, zitiert sie, placed female-female intercourse in his category of dreams about unnatural sexual acts and distinguished between dreams of being the active and passive partner. und ordnet den Geschlechtsverkehr zwischen Frau und Frau in seine Kategorie der Träume über unnatürliche sexuelle Handlungen ein und Unterschied zwischen Träumen, in denen man den aktiven oder passiven Partner ist. And she's quoting a modern person. Und dann zitiert sie jemanden Modernes. Bruton suggests that these acts, a lesbian act, sexual act, was perceived as unnatural because they failed to recreate patterns of social dominance. They perpetuated the penetrated dichotomy without that dichotomy corresponding to positions in the social hierarchy as it was usually assumed today. Bruton geht davon aus, dass diese lesbischen gleichgeschlechtlichen Handlungen als unnatürlich empfunden wurden, weil sie die Muster sozialer Dominanz nicht wiederherstellten. Sie hielten die Dichotomie Penetrator-Penetrierte aufrecht, ohne dass diese Dichotomie mit Positionen in der sozialen Hierarchie korrespondierten, wie es heute üblicherweise angenommen wurde. So it was even harder with women because they still couldn't recreate that sexual hierarchy. Also mit Frauen ist es noch mal schwerer, weil sie konnten diese sexuelle Hierarchie nicht kreieren oder nachahmen. For the translators, if you go to your quotes, there's a heading that says Rome, and we're going to start discussing Rome. Also wir werden jetzt Rom besprechen. You'll find that on midway on page 4. It just starts by saying how Rome was different to today. Und es fängt damit an, so darüber zu sprechen, wie Rom anders war wie heute. Second sentence. Latin lacks words that would precisely translate homosexual or heterosexual. The primary dichotomy of ancient Rome sexuality was active, dominant, masculine, passive, submissive, feminine. Die römische Gesellschaft war patriarchisch und freigeborene männliche Bürger besaßen politische Freiheit und das Recht, sowohl sich selbst als sein Haus und Familie zu bestimmen. Roman society was patriarchal, and the freeborn male citizen possessed political liberty and the right to rule both himself and his household. The conquest mentality shaped same-sex relations. Roman men were free to enjoy sex with other males without a perceived loss of masculinity or social status, as long as they took the dominant or penetrative role. Falscher Satz lesen. Die wichtigste Dichotomie der antiken römischen Sexualität war aktiv
dominant männlich und passiv unterwürfig weiblich. Die römische Gesellschaft war patriarchalisch und freigeborene männliche Bürger besaßen politische Freiheit und das Recht, sowohl auch sich selbst, auch seinen Haushalt zu bestimmen. Die Eroberungsmentalität prägt die gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Acceptable male partners were slaves, former slaves, prostitutes, or entertainers. Also Männer durften mit anderen Männern Sex haben, aber es mussten akzeptable männliche Partner waren Sklaven, ehemalige Sklaven, Prostituierte oder Unterhaltungskünstler. So the similarity between Greek and Roman society is they think the same way. Also das Gleiche ist, dass die Griechen und die Römer, die denken gleich. They see men and women very similarly. Sie betrachten Frauen und Männer sehr ähnlich. The worship of masculinity and the patriarchal model is consistent. Also diese Anbetung der Männlichkeit und dieses patriarchalische System oder Modell ist ähnlich, ist gleich. Now the difference. Und jetzt kommt der Unterschied. Roman society did not have pederasty. Die römische Gesellschaft hatte nicht die Päderastie, also die Kinderliebe. This is Greek. Das ist Griechenland. So if you're a Roman man, also wenn du ein römischer Mann bist, and they were happy to have sex with anyone or anything, sie konnten Sex haben mit jedem und allem. The only thing that mattered that gendered you a true man was the role you played. Aber wo es drauf ankam, war die Rolle, die man spielte, dass du ein Mann bist. But because they did not have pederasty, no free male citizen was an option. Aber weil diese Kinderliebe nicht existierte, konnte ein freier Bürger nicht als Partner angesehen werden. I know there's exceptions. Ich weiß, da gibt es ja, Ausnahmen. Where people broke through the normal status quo. Wo Leute durch diesen normalen Status quo durchgebrochen sind. Where someone homosexual by today's definition did have committed relationships. Wo ein Homosexueller nach heutiger Definition hingebungsvolle Beziehungen hatte. But general society, if you were just wanted to have sex and still attracted to masculine beauty. Aber die Gesellschaft damals und wenn man Sex haben wollte und der Männlichkeit hingezogen war. And I want to make the point, that is not homosexuality. Und ich möchte vorschlagen, das ist nicht die Homosexualität. That is not being gay as it's understood today. Das ist nicht, wie man heute es versteht, was es bedeutet, homosexuell zu sein. They always worshipped the male body. Sie haben immer den männlichen Körper verehrt. And having that kind of variety of sexual partners was just normal. Und wenn man diese Anzahl von sexuellen Partnern, die man hatte, war einfach normal. That's not how we understand being gay today or lesbian. Das ist nicht, wie wir heute verstehen, schwul oder lesbisch zu sein. But if you were Roman and you wanted a committed relationship, aber wenn du Römer warst und du wolltest eine hingebungsvolle Beziehung, if you were a John Arthur and you saw a Jim Ogerfell at the other side of the room, wenn du ein John Arthur warst und du sahst dem Ogerfeld, also ihn auf der anderen Seite des Raumes, unless one of those is a slave, prostitute or entertainer, es sei denn, einer ist ein Sklave, ein Protestierter oder Unterhaltungskünstler, and you're happy just to have a sexual relationship on the side, und du willst einfach so eine sexuelle Beziehung nebenher,
then that relationship was not tolerated in ancient Rome. wurde diese Beziehung im antiken Rom nicht akzeptiert oder toleriert. The morality of the behavior depended on the social standing of the partner, not the gender of the partner. Obwohl römische Männer im Allgemeinen Jugendliche I didn't get that, sorry. It's the second last paragraph, one sentence for that source. Obwohl römische Männer im in Englisch. The morality of the behavior. Also die Moral desjenigen, der Geschlechtsverkehr hatte, wurde nicht akzeptiert oder wurde nur akzeptiert, wenn er die richtige Rolle gespielt hat. You see a change in the art here. Man sieht hier einen Unterschied in der Kunst sozusagen. Between Greece and Rome. Zwischen Griechenland und Rom. With Greece, in Griechenland, people make it sound like there's a lot of vases and carvings showing these same-sex relationships. Also Leute sehen zum Beispiel die Kunst auf Vasen oder Abbildungen, die gleichgeschlechtliche Beziehungen darstellt. But when you put that in the context of the thousands of carvings that they actually have access to, it isn't that many. Aber wenn man jetzt mal betrachtet, den Kontext betrachtet und die ganzen Dinge sieht, die ganzen Kunstbilder, dann sind es nicht so viele, die Homosexualität abgebildet haben. But there still are a significant amount of illustrations of these relationships and the sex act. Aber da gibt es einige Illustrationen dieser gleichgeschlechtlichen Beziehung und des Aktes, die aufgezeichnet wurden. When it comes to how they are illustrated in Greece, wenn es dazu kommt, wie sie in Griechenland illustriert wurden, they would illustrate Erastes, the teacher, würden sie Erastes, den Lehrer, so darstellen, with the Eromenos, the student, mit Eromenos, dem Student. They would both be naked. Sie wären beide nackt. Erastes would have an erection. Erastes würde eine Erektion haben. Would clearly be sexually excited. Und wäre sexuell erregt. The Eromenos practically never. Und der Eromenos fast nie. He's always seen with this blank expression staring off into the distance. Er ist immer mit dieser, er tut so in die Ferne schauen, ist so emotionslos. And without an erection. Und ohne eine Erektion. The reason being is that in a few short years, this student will become a man. Der Grund dafür ist, weil in ein paar kurzen Jahren würde der Student ein Mann werden. And it would have seemed improper if it appeared that he was in any way enjoying the sexual side of that relationship. Und es wäre unangemessen, wenn er diese Seite der Sexualität oder des Aktes Freude damit hätte. Now this causes a fight between historians. Und das verursacht jetzt einen Kampf zwischen Historikern. Where some say this was just abuse and this student is just traumatized. Wo einige sagen, ja, das ist einfach nur Missbrauch und dieser Student ist einfach traumatisiert. And others say what is carved could not have just been real life. Und andere sagen, das, was abgebildet wurde, ist nicht unbedingt, das konnte nicht einfach das wirkliche Leben sein. There must have been cases where the student was participating or enjoying the act. Es muss Situationen gegeben haben, wo der Student diesen Akt auch Freude dabei hatte. But what it does show you is how society viewed them. Aber was es dir zeigt, ist, wie die Gesellschaft das Ganze betrachtet hat.
that even here, the submissive, because he will be a male one day, cannot be seen to be deriving pleasure from the acts. Dass sogar hier das Unterwerfige keine Freunde beinhalten darf, weil er wird ja irgendwann mal männlich. Now, when you come to Rome, it's different. Und wenn man jetzt zu Rom kommt, ist es ganz anders. In all of their illustrations, or many of them, you can see both parties sexually excited in that sex act. So, da ist es jetzt anders. Man kann beide Parteien in diesem Sexakt sexuell erregt anfinden. The reason for that Und der Grund dafür is that the submissive, when it came to those Roman relationships, would never attain the level of a free male citizen. dass in diesen römischen Beziehungen dieser Unterwürfige, diese Rolle niemals ein freier oder kein freier römischer Bürger war. So you didn't have to try and preserve them for some later date when they really are properly masculine. Also musstest du sie nicht irgendwie präservieren, dass sie irgendwann ja mal dann männlich werden und sozusagen davon dann beschützen. For Greece, the submissive youth would one day be expected to fight for and lead the country. Also für Griechenland wurde es erwartet, dass diese gewisse Elite irgendwann mal Griechenland verteidigt im Kampf. With normal or high social status. Mit normalen oder hohen sozialen Status. In Rome, the submissive did not have that hope. Und in Rom hatte der Unterwürfige nicht diese Hoffnung. So the Romans did not mind illustrating the submissive as deriving sexual pleasure. Also in Rom hatten sie kein Problem damit, dass der sexuell unterwürfig war, dass er auch irgendwie das genossen hat. Now we come to Constantine. Jetzt kommen wir zu Konstantin. This part gets really interesting. Und dieser Teil wird jetzt wirklich interessant. Because this mindset did not change. Denn diese Einstellung hat sich nicht verändert. When we see Constantine bring in his Christian laws, wenn wir Konstantin sehen, wie er seine christlichen Gesetze reinbringt, it was based on what they already approved of in Roman society. Dann war das basierend auf dessen, was in der römischen Gesellschaft bereits akzeptiert wurde. Quoting from your notes. Midway of page 5. Nevertheless, the concept of sexuality behind the laws did not change. The added interpretation by Constantine specified a crime which consisted of a male of high status being forced or coerced into an act in which he played the passive sexual role and consequently moved outside of his gender role. Das Konzept der Sexualität, das den Gesetzen zugrunde lag, änderte sich jedoch nicht. Die hinzugefügte Interpretation spezifizierte ein Verbrechen, das darin bestand, dass ein Mann von hohem Status zu einem Akt gezwungen oder genötigt wurde, bei dem er die passive sexuelle Rolle spielte und sich folglich außerhalb seiner Geschlechtsrolle bewegte. What I would really like to dismantle is the idea that paganism was progressive and Christianity came in and ruined everything. Was ich gerne kaputt machen würde, ist, dass man die Ansicht, dass das Heidentum so progressiv war und dann das Papsttum oder das päpstliche Rom kam, alles kaputt gemacht hat. These quotes are from the African Human Rights Law Journal. Hier, diese Zitate kommen von dem afrikanischen Menschenrechts Aufzeichnungen. The influence of Roman laws regarding same-sex acts on homophobia in Africa. Der Einfluss der römischen Gesetze über gleichgeschlechtliche Handlungen auf die Homophobie in Afrika. By Susan Haskins. Von Susan Haskins.
She's a lecturer at the Department of Ancient Languages in the University of Pretoria, South Africa. Sie ist eine Dozentin, Abteilung für alte Sprachen, Universität Pretoria, Südafrika. One more quote from her. Noch ein Zitat von ihr. A law was published in 438 and is recorded in the Theodosian Code 97678. Ein Gesetz wurde 438 veröffentlicht und ist das Theodosianische Kodex 976 aufgezeichnet. This law refers to the disgraceful custom some men have of acting in a passive role, like a woman, during sexual intercourse. In both cases, a man taking the passive role, that of the woman, in sexual intercourse is the object of this law, rather than all men engaging in same-sex acts. Dieses Gesetz bezieht sich auf den schändlichen Brauch einiger Männer beim Geschlechtsverkehr, eine passive Rolle wie eine Frau einzunehmen. In beiden Fällen ist ein Mann, der beim Geschlechtsverkehr die passive Rolle der Frau einnimmt, Gegenstand dieses Gesetzes und nicht alle Männer, die gleichgeschlechtliche Handlungen vornehmen. Considering that these edicts do not institute a new crime, but instead encourage the enforcement of the existing laws on same-sex acts. Laws they already had. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Erlasse keine neue Straftat einführen, sondern vielmehr durch die Durchsetzung der bestimmten Gesetze über gleichgeschlechtliche Handlungen fördern, die Gesetze, die sie bereits hatten. That's about all that I want to say for Rome. Ich glaube, das ist alles, was ich über Rom sagen möchte. Because essentially it's the same as Greece, but without the pederasty. Also essentiell ist es eigentlich das gleiche wie Griechenland, nur ohne diese Kinderliebe. Both are heavily based on sexism. Beides basieren sehr auf Sexismus. On the idea of a passive role. Diese Idee der passiven Rolle. And this is the mindset that dominates the pagan world from Egypt. Und das ist diese Einstellung, die das heidnische regiert von Ägypten. Which we will discuss in a moment. Welches wir in einem Moment besprechen werden. Up and through the time of Constantine. Bis hin zur Zeit von Konstantin. You still see it today. Und man sieht es heute immer noch. With how gay and lesbian people are viewed. Wie Schwule und Lesbische betrachtet werden. Which is based on this idea between the masculinity of penetration. Was basiert auf dieser Idee der Männlichkeit, diese Penetration. All that comes connected with that. Und alles, was damit verbunden wird. Which I would suggest is just Apis bull mentality. Wovon ich vorschlagen würde, ist eigentlich einfach nur Apis bull Mentalität. This is just the pagan Apis bull worship of masculinity. Das ist einfach nur die heidnische Anbetung der Apis bull Männlichkeit. And what ancient Israel couldn't recognize in Christ was when he didn't operate with that mindset. Und das alte Israel konnte Jesus nicht anerkennen, weil er nicht diese Einstellung, er konnte damit nicht arbeiten. Egypt. Ägypten. Don't have much to say about Egypt. Ich habe nicht viel zu sagen über Ägypten. It's a complicated history. Es ist eine komplizierte Geschichte. But I want to discuss the Kahun Papyri. Aber ich möchte den Kahun Papyri besprechen. Going to erase this. Ich werde das jetzt hier wegwischen. It's known as the Kahun Papyri. Es ist bekannt als der Kahun Papyri. And in this source, it discusses a number of things. Und in dieser Quelle werden mehrere Dinge behandelt. It was discovered in 1889.
1889 wurde er gefunden and you would find it at the University College of London. und man kann es an der Universität von College von London, da wird es aufbewahrt. It's one of the largest collections of papyri ever found. Es ist eine der größten Papyrussammlungen, die je gefunden wurden. And it's dated to 1825 BC. Und es wird auf 1825 vor Christus datiert. So we've seen the mindset that existed under pagan Rome. Wir haben die Einstellung, die unter heidnischem Rom herrschte, betrachtet, Even under Constantine. selbst unter Konstantin. And we're going back nearly 2000 years. Und wir gehen jetzt fast 2000 Jahre weiter zurück. It's the reign of Amenemhat III. Und es ist die Regentschaft von Amenemhat III. This is not an exact date, of course, an Der estimate. dritte. Das ist natürlich nicht jetzt das exakte Datum, das ungefähr. Contains something called the Osiris myth. Und hier haben wir die Osiris-Mythos. Now, there are many stories about these two people through ancient Egyptian literature. Und ja, da gibt es jetzt diese zwei Dinge, die in dieser ägyptischen Literatur festgehalten werden, That is Seth and Horus. nämlich Horus und Seth. But I just want to refer to one of these stories, Also das ist eine Geschichte, ich möchte mich auf eine jetzt beziehen. the one found in this papyrus. Die wurde in dieser Papyrussammlung gefunden. Seth is the uncle, Seth ist jetzt der Onkel Horus is the nephew. und Horus ist jetzt der Neffe. And of course, this is all myth. It's not a true story. Und das ist alles Mythos, keine wahre Geschichte. Because in a moment they'll talk about their gods and incantations. Denn in einem Moment werden sie sich über ihre Götter und so weiter, wird sich die Geschichte weiter daraufhin beziehen. But it is a view into the way they thought. Aber es ist ein Einblick in dem, wie sie gedacht haben. So it reads kind of like a Disney fairy tale. Also man kann das eigentlich so lesen wie ein Märchen aus Disney, Where there's this wicked uncle. wo man diesen bösen Onkel hat. And there's this fight between them over the throne of Egypt. Und da gibt es diesen Kampf über den Thron von Ägypten. The nephew is popular and the uncle is unpopular. Der Neffe ist beliebt und jung und der Onkel nicht. So the uncle becomes really jealous. Also wird der Onkel sehr eifersüchtig. And he tries to chase Horus away or even kill him. Und er versucht, Horus zu vertreiben oder sogar umzubringen. And when he fails to be able to drive his nephew away, Und wenn er daran fehlschlägt, seinen Neffen zu vertreiben, he decides, I'll just humiliate him until he is banned from Egypt. entscheidet sich er dazu, seinen Neffen so zu demütigen, dass er von Ägypten verbannt wird. So he wants the throne, he's jealous. Also er möchte den Thron, er ist eifersüchtig. He decides the way to get rid of the nephew is to humiliate him and have him banned from the country. Und er entscheidet, die Art und Weise, seinen Neffen loszuwerden, ist, indem er ihn demütigt, dass er das Land verlassen muss. So Seth hosts a party. Seth hat eine Party He gets Horus as drunk as he can, und er tut Horus so betrunken machen wie nur möglich. and then he takes his nephew to bed. Und dann tut er seinen Neffen ins Bett mitnehmen. And what he does is he tries to penetrate Horus. Und er versucht, Horus zu penetrieren. But Horus was not as drunk as he thought. Aber Horus war nicht so betrunken, wie er es gedacht hatte. And instead, he moves his body and catches the semen in his hand. Und er bewegt seinen Körper und er hält dann den Sperma in seinen Händen.
But Seth didn't know that. He thought his plan was successful and he had penetrated Horus. Und Seth weiß das aber nicht. Er dachte, sein Plan ist erfolgreich gewesen. Horus then runs to his mother Horus rennt dann zu seiner Mutter and says, do you know what my uncle just tried to do last night? und sagte dann, weißt du, was mein Onkel gestern Nacht versucht hat zu tun? She gets really angry. Und sie wird sehr zornig She gives her nephew a plan. und sie gibt ihrem Neffen einen Plan. She says, go masturbate. Sie geht hin, sagt, masturbiere. And then put your semen into Seth's food. Und sagt, tu dann dein Samen ins Seth, sein Essen. Now they move to the gods. Jetzt kommt es zu den Göttern. So Seth eats his food, which contains the semen of his nephew. Seth isst jetzt sein Essen und beinhaltet ja den Samen seines Neffens. He drags his nephew before the court of the gods. Und er tut jetzt seinen Neffen vor die Götter, das Gericht der Götter ziehen. What he's essentially accusing his nephew of is playing the passive partner in a sexual act. Und er tut ihm anschuldigen, dass er als passiver Partner in diesem Akt war. So the gods do whatever they do. Also die Götter tun, was auch immer sie tun. And call the semen to exit the body. Und sie sagen, der Same kommt aus dem Körper heraus. As evidence to see if this was true. Als Beweis, um zu sehen, ob das wahr war. And when they do that, semen leaves the body of the uncle, but not the nephew. Und jetzt kommt der Same aus dem Körper des Onkels raus und nicht aus dem von dem Neffen. And Seth is embarrassed and flees. Und Seth ist jetzt beschämt und flieht. So in their mind, did it matter that both took part in the sexual act? Also in ihrem Verstand war es wichtig, war es interessant, dass sie beide Teil dieses Aktes waren. Seth is not gay. He wants his nephew killed. Seth ist ja nicht schwul. Er möchte, dass sein Neffe getötet wird. At least banished. Zumindest vertrieben. Everyone knows it doesn't matter if they both took part in the act. Und jeder weiß, dass es uninteressant ist, ob beide Teil dieses Aktes waren. What matters is who was the submissive. Was wichtig ist, wer war derjenige, der unterworfen wurde? Who was unfortunate enough to be gendered as this? Wer war so unglücklich, dass er vergendert wurde als in dieser Rolle hier? Can we see how sexist this is? Können wir sehen, wie sexistisch das ist? That there is nothing worse that could happen for these male citizens Dass es nichts Schlimmeres diesen männlichen Bürgern passieren könnte, than to be considered to be gendered as female. als dass sie als Frau angesehen werden. No one particularly cared about sex itself. Niemand kümmerte sich um den Sex selber. Prostitution was everywhere. Die Prostitution war überall. Whatever you do, but do not be female. Was auch immer du tust, aber sei ja nicht weiblich. This is the sexism that ruled the ancient world. Das ist der Sexismus, der in der Antike geherrscht hat. There's clay tablets from ancient Mesopotamia. Da gibt es von Mesopotamien etwas, die Tontafeln. Known as the Summa Alu. Die Summa Alu. And they list tens of thousands of omens for various actions. Und sie listen Zehntausende von Omen für verschiedene Handlungen auf. So if you do this thing, then good will come to you. If you do this other thing, then bad will come to you.
Also wenn du das machst, dann wird dir das und das Gute geschehen. Wenn du das machst, wird dir etwas Schlechtes passieren. The beginning of page 7 for the translators. One such section deals with sexual acts eventually touching upon homosexuality. I'll stop there because I'll disagree. Again, an error in a source, this is not homosexuality. Einer dieser Abschnitte befasst sich mit sexuellen Handlungen und berührt schließlich auch die Homosexualität. Hier stoppe ich, weil hier ist wieder ein Fehler in der Aufzeichnung der Geschichte. Ich tue hier nicht übereinstimmen, das ist keine Homosexualität. Not as we would know it today. Nicht so, wie wir es heute kennen, also die Homosexualität. If a man copulates with his equal from the rear, this ancient Babylonian text teaches he becomes the leader among his peers and brothers. Wenn ein Mann mit einem Gleichgestellten von hinten kopuliert, so lehrt dieser alte babylonische Text, wird er zum Anführer unter seine Altersgenossen und Brüdern. One can conclude from this that this act, especially from the dominant perspective, is fundamentally empowering. Daraus kann man schließen, dass der Akt der Homosexualität insbesondere aus der Sicht des gegebenen Partners grundsätzlich ermächtigend ist. This is how many, especially those who want to conclude that ancient Mesopotamia had a positive view of homosexuality, read the law. So lesen viele das Gesetz, vor allem diejenigen, die zum Schluss kommen wollen, dass das alte Mesopotamien eine positive Einstellung zur Homosexualität hatte. However, the fact that it was empowering for the giving partner is the key point, for there must then be a reverse effect. From both our ancient Egyptian myths and our Mesopotamian omens, a fuller picture, one of degradation for the receiving partner, begins to emerge. Die Tatsache, dass es für den gegebenen Partner ermächtigend war, ist jedoch der springende Punkt, denn dann muss es auch eine umgekehrte Wirkung geben. Sowohl aus dem altägyptischen Mythos als auch dem mesopotamischen Omen ergibt sich ein umfassendes Bild, nämlich das der Erniedrigung des empfangenen Partners. So if two men are equals, Also wenn zwei Männer gleich sind, and one is considered to have played the dominant role in sex, und der eine die dominante Rolle im Sex spielt, he becomes superior and the leader of all the other men. dann wird er die leitende Figur über die anderen Männer. But then the opposite must be true. Aber dann muss auch das Umgekehrte wahr sein. If a man is considered to have played the submissive role, Wenn ein Mann die unterwürfige Rolle spielt, he becomes degraded, lower in status than the other men. Dass er im unteren Status festgehalten wird unter den anderen Männern. So if you want to rule, what do? Also wenn du herrschen willst, was tust du? Question. Frage. This date is not exact to the year or probably even the decade. Das Jahr ist wahrscheinlich nicht exakt auf das Jahr oder sogar auf das Jahrzehnt. But it's a close enough estimate. They know the generation. Aber es ist ein ziemlich nahe Versuch. Sie kennen die Generation. To what date does Usher place the destruction of Sodom and Gomorrah? Auf welches Datum tut Assur die Zerstörung von Sodom und Gomorra markieren oder platzieren? 1897 BC. 1897 vor Christus. Neither date are exact. Keines der beiden Daten sind exakt. I'm content to lay claim to the idea or to hold to the idea we're talking about the same generation. Ich tendiere dazu zu denken, dass wir hier über die gleiche Generation sprechen. This isn't even trying to take the idea of Greece, let alone Constantine, and put it on Sodom and Gomorrah.
Das ist noch nicht mal die Idee, dass man von Konstantin oder Griechenland das auf Sodom und Gomorra legt. This is Egypt and Mesopotamia in the same generation. Das ist Ägypten und Mesopotamien in der gleichen Generation. This mindset of sex as being a patriarchal act Diese Einstellung, von diesem patriarchischen Akt, this extremely misogynistic view of women and the ideas of submission diese extremen Ansichten über Frauen und ihre Unterwerfung can be traced with consistency through Egypt, Assyria, Babylon, Greece, pagan Rome. sieht man wie einen roten Faden durch Ägypten, Mesopotamien, Babylon, Rom, Griechenland. With legacy issues today, Wir haben Legitimitätsprobleme heute. can you see by the time we get to not that many years ago, Und wenn man, ist noch nicht so lange her, aber wenn man da zu diesem Punkt kommt, what were women fighting for in the sexual revolution? wofür haben Frauen in der sexuellen Revolution gekämpft? Dismantling this same mindset Diese gleiche Einstellung zu zerbröckeln, that has remained intrinsically connected to the act of sex. die so verbunden mit diesem sexuellen Akt war. And this is not the mindset of Christianity introduced by Christianity. Und das ist nicht die Einstellung der Christenheit, von der Christenheit eingeführt. This is consistent classic paganism. Das ist beständiger, klassisches Heidentum. None of it is understanding or tolerating equal gay or lesbian relationships. Nichts davon, keins davon toleriert gleichberechtigte, gleichgeschlechtliche Beziehungen. None of it is from a principle of equality or human rights. Nichts davon ist von dem Prinzip der Gleichberechtigung oder von Menschenrechten. I'm over time, so we'll close for today. Die Zeit ist schon vorbei, so werden wir für heute abschließen. Before we come back tomorrow, just consider till then. Bevor wir morgen wieder auf das Thema kommen, denkt drüber nach. Not considering Adventism, not considering this movement. Nicht über den Adventismus, auch nicht die Bewegung. Just tracing the external. Einfach nur, indem wir das Externe betrachten, What happened to the United States verfolgen. Was passiert mit den Vereinigten Staaten, that made this possible? dass dies möglich machte? We'll look at that tomorrow. Das werden wir morgen betrachten. If you kneel with me, we'll close in prayer. Wenn ihr noch mit mir niederkniet, dann schließen wir mit einem Gebet an. Dear Lord in heaven, Lieber Vater im Himmel, we see how far you have brought your people. wir haben gesehen, wie weit du dein Volk gebracht hast. We're standing again on the borders of Eden. Wir stehen wieder an der Grenze zu Eden. In just a few years, you've undone 6,000 years of sexism. In ein paar Jahren hast du 6000 Jahre oder Tausende von Jahren des Sexismus weggenommen. At least when it comes to the message, if not every individual heart. Zumindest wenn wir zur Botschaft kommen, beziehungsweise jedes individuelle Herz. You are doing amazing things. Du tust wunderbare Dinge. We know at the formalization of the message is a revelation of the glory of God. Wir wissen, dass die Formulierung der Botschaft eine Veröffentlichung der Herrlichkeit Gottes ist. May we see your glory in the messages of this camp meeting. Eine Offenbarung. Mögen wir die Herrlichkeit in dieser Botschaft des Camp Meetings sehen.
I pray this in Jesus' name. Und ich bitte dies in Jesu Namen. Amen. Amen.